Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fish It. Heute kommt das Video, auf das wir alle gewartet haben. Ja, ich habe es ja schon die Woche angekündigt gehabt und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich selbst auch sehr drauf, endlich damit durchstarten zu können. Heute werden wir uns zumindest versuchen, komplett Black Gem technisch zu equippen. Ja, wir gucken nochmal in die Gilde. Wir haben jetzt eine Chance von 6% einen schwarzen Stein zu finden. Wir haben 6 mal Ritterhalle 15 in der Gilde hier und ja, das sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen. 639er Ritterhalle insgesamt und ich habe gestern sogar meinen ersten Black Gem gefunden. Ja, den werden wir noch nicht sofort einsetzen, den werden wir erst einsetzen, wenn wir genug haben, damit wir dann auch gucken, ja, wie man am besten damit umgeht. Ne? Also erstmal grobes Ziel. So viele Black Gems sammeln wie möglich. Am besten uns komplett full equippen. Ich würde auch meine Waffe mit einem Black Gem ausrüsten. Ne? Es ist zwar bald soweit, dass wir hier den legendären Stein bekommen, aber bis dahin könnte man ja nochmal ein paar Gegner in den Dungeons vielleicht kloppen mit einem schwarzen Edelstein in der Waffe so. Aber wenn wir den Leggy-Stein bekommen, dann wechsle ich den natürlich aus für den schwarzen in der Waffe, falls wir denn so viele überhaupt bekommen. Ne? Ich habe nochmal einen 100er aufgeladen, ja, und das werden wir jetzt dafür nutzen, um uns Black Gems zu erskippen, ne? Ja. Ich glaube, das wird jetzt so, ja, mal gucken. Ich sag's eigentlich immer wieder so, das wird jetzt mein letztes großes Investment hier auf W50. Aber, oder was heißt, für unbestimmte Zeit erstmal, ne? Also wir wollen ja erstmal Sparflamme machen und dann aber 2-3 Tage später kommt das nächste Event schon wieder und dann kommt auch schon der Leggy Dungeon und so weiter und so fort. Ne? Also es wird immer ein bisschen was geben, aber trotzdem versucht man natürlich, ne? Ja, man will natürlich irgendwo mithalten, ne? Und wie gesagt, W50 wird mein letzter Server sein, deswegen gebe ich hier nochmal ein bisschen was an Geld aus, so, weil danach werde ich nie wieder irgendwas in Shakes and Fish It investieren müssen. Außerdem macht es mir auch Spaß, es ist mein Hobby und ich brauche mich dafür auch nicht rechtfertigen. Ne? Gut, alles klar, es muss sich auch niemand dafür rechtfertigen, dass er Free-to-Play spielt. Ne? Das ist ja auch mal am Rande so erwähnt. Ne? Ja, aber genauso wenig muss sich auch kein Pilz dafür irgendwas rechtfertigen. Wenn sich Leute, keine Ahnung, Zehntausende Pilze oder Euros an einen Serverstart ausgeben, dann lasse doch. Ja, wenn sie daran Spaß haben und das ihr Hobby ist, bitteschön. Ne? Keiner hat was dagegen. So, wir fangen an. Wir labern nicht so lange rum. Wir müssen direkt ein bisschen durchskippen, denn ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, bis wir ein paar, ja, Black Gems bekommen. Deswegen werden wir mal schauen, was wir hier zuallererst mal bekommen. Ja, bisher haben wir noch nicht so viel Glück. Stärkesteine sind okay, braucht der Bertram auf jeden Fall. Wir wollen ja auch versuchen, unseren Bertram gut oder unsere Begleiter generell gut auszurüsten. Ne? Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass wir hier auch ein paar Steine bekommen. Oh, aber so viele Glückssteine hier, das ist ja nicht so glücklich gelaufen jetzt bisher. Ja, die können wir alle verkaufen. Ne? So viel Gold bringen die ja jetzt auch nicht. Aber ansonsten nur Ausdauer und Stärke, so wie es aussieht. Ne? Ja, ich weiß nicht, wir warten erstmal noch ab, würde ich sagen. Wir haben noch einen Geschickstein bekommen hier. Den hatte ich schon länger für die Kunigunde. Den können wir jetzt hier mal verwerten. Und dann werden wir peu à peu mal den Bertram ausrüsten. Weil, wie gesagt, ich möchte ja ganz gerne Full Black Gem haben. Ne? Dann kann der Bertram auch, ja, ein paar mehr Stärkesteine drin haben. So, das ist, glaube ich, egal. Wir können jetzt erstmal anfangen, hier irgendwas auszuwechseln. Das ist alles ein Upgrade. 360. Ne? Trotzdem gucken wir mal, dass wir vielleicht die besten Upgrades vielleicht kriegen hier. So, nehmen wir ihn noch. Wir, wie gesagt, könnten auch noch ein bisschen, das ist ein alter Edelstein, aber wie gesagt, ich möchte ja mich komplett Full Black equippen, deswegen lohnt sich das jetzt nicht, die Steine hier noch extra einzusetzen. Auf meinen Begleitern muss ich nicht unbedingt Full Black sein, da reicht es mir komplett aus, wenn wir hier, oder wenn die Steine haben, die sie halt benötigen, so, ne? Das ist, denke ich mal, am wichtigsten. Und, ja, wir haben ja noch ein paar Pilze am Start, ne? So, wir skippen erstmal weiter, bevor wir hier weiter equippen. Aber es sieht so aus,
dass wir hier auf jeden Fall die Steine für einen Bertram zusammenbekommen. Ja, so viel steht schon mal fest. Ein paar Ausdauersteine für die anderen Begleiter ist auch nicht verkehrt. Aber wir müssten auch mal so langsam vielleicht den einen oder anderen Blackie hier bekommen. Das wäre ganz wünschenswert. Ah, schade. Bisher ist noch nicht so viel. Dafür viele Intelligenzsteine. Diesmal für Marquardt dabei. 430, ja. Den kann man schon mal austauschen hier. Zack. So, 400er haben wir hier. Ja, wir geben mal... Ja, wir können mal so einen Ausdauerstein hier vielleicht dazwischen mischen. Ja, machen wir mal den hier. Wollen wir nicht so sein hier. So, ansonsten sehen die Edelsteine bei Marquardt schon relativ aktuell aus, muss ich sagen. Das sieht mir schon sehr possierlich aus. Hier können wir noch 2 upgraden. So. Dann gehen wir nochmal zur Kunigunde. Da können wir hier ein upgraden. Kunigunde spiele ich immer ganz gerne auf Full Damage. Das ist gar nicht so verkehrt, weil, ja, ich plädiere darauf, dass die ja ganz viele Ausweichkombos immer bringt und dann, ja, brauchst du ja dementsprechend nicht so viel Leben, ne? Also so Glass Cannon-mäßig spiele ich die lieber in den Dungeons, muss ich dazu sagen. Aber so ein, ja, den Ausdauerstein können wir, denke ich mal, auch noch upgraden. Gucken wir aber erstmal bei Bertram rein. Hier fehlt uns noch, der hat ziemlich viel Ausdauersteine, sehe ich gerade. Da könnten wir mal vielleicht noch den einen oder anderen austauschen. Gegen einen Stärkestein. So, ist ja immer nicht verkehrt. Ja. Und der ist auch noch alt hier, dann können wir den auch noch austauschen. Komm, warum nicht so sein. Und dann ist der Bertram schon mal... Ja, ist der Bertram schon mal mit aktuellen Steinen ausgerüstet. Das ist doch schon mal top. So, skippen wir mal erstmal weiter. Ja, es tut mir natürlich auch im Herzen irgendwo leid, die Pilze so verschwenden zu müssen. Ne, das, ja... Oh, da haben wir einen Black Gem. Das ist sehr nice. Das freut mich dann wieder umso mehr, dass wir dann einen bekommen. Ja, aber wie viele Male mussten wir jetzt dafür skippen, so, ne? Ja, wir wollen natürlich mit dem Paul auch ein bisschen mithalten hier. Der hat es geschafft, sich komplett Full Black auszurüsten. Ne, das ist nicht verkehrt. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Ziel von mir, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Ne, dass wir hier auch Full Black rumlaufen. Das wäre ein heftiger Boost. So, jetzt haben wir schon mal den zweiten hier. So, schauen wir mal zur Kunigunde. Die kann hier noch... Huch, ey. Geschickstein. Was war das jetzt hier? Okay, die Handschuhe. Ey! Sag mal, was ist mit den Gesteinen los hier? So, ich glaube, der Account ist wirklich noch nicht so gewöhnt daran, wie ich hier mit den Pilzen umgehe. Ab und zu spackt er jetzt mal rum. Ja, fand ich ganz lustig, den Kommentar. So, jetzt ist auch die Kunigunde komplett... Ne, hier oben fehlt noch einer. Ja, Glück können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Wir könnten auch überlegen, einen zweiten Ausdauerstein hier reinzusetzen, aber wie gesagt, ich mag mehr so den Damage auf der Kunigunde. Die Handschuhe können wir noch upgraden hier. Zack. Also die haben jetzt... Also meine Begleiter haben jetzt aktuellere Steine als ich drin, zu dem Zeitpunkt. Aber klar, wir haben natürlich auch was anderes vor, ne? Wir wollen ja die Black Gems haben. Eieieiei. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich weiß gar nicht, mit wie viel haben wir angefangen? Ich glaube mit bisschen über 3K, ne? Da haben wir jetzt, glaube ich, erst 500 oder so festgibt. Ich hab das gar nicht mehr so im Gedächtnis, muss ich sagen. Oh, Rucksack voll. Ja, viel Ausdauer. Ein bisschen Stärke. Mal gucken. Können wir hier noch was upgraden irgendwie? Wie sieht's aus? Ne, hier ist schon alles komplett maxed out. Ne, was so die Steine angeht. Oder zumindest sind die alle aktuell so. Wir können immer noch mal ein bisschen hier upgraden. Wir finden ja jetzt schon bessere hier. Wieder bessere. So. Zack. Dann haben wir noch einen besseren ja, Intelligenzstein. 429 haben wir da einmal. Und hier ist 430. Okay. Dann setzen wir den hier noch rein. So. Die Kunigunde freut sich. Was haben wir hier denn für Steine? 38, 47. So, ja. 36 haben wir hier. 33. Okay, da ist noch einer outdated. Dann können wir den noch da reinsetzen. So. Ja. Und jetzt lohnt sich das nachher schon bald gar nicht mehr für die paar Stat-Punkte, die zu ersetzen. Da kann ich die lieber verkaufen.
Wir upgraden nochmal den hier. 38, 33. Und noch upgraden. Na gut, na, das lohnt sich nicht mehr. Den verkaufe ich hier. So. Stärkesteine sind ja, 30, 36, 47. Okay. 33, 33 und 31. Okay. Das heißt, wir können hier nochmal, weil waren es jetzt die Handschuhe? 31, jo. Lass das nochmal upgraden. Und ansonsten sieht das hier auch schon ziemlich heftig aus. So, gucken wir nochmal auf die Ausdauersteine. 31. Wow, was haben wir hier? Oh, 52. Mal gucken, was hast du hier? Der hat einen 52er Stein, 45er. Ja, dann geben wir dem Bertram hier noch ein paar bessere Ausdauersteine. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Alter, das wird so ein heftiges Upgrade werden nachher. Also alleine in den, im Turm, was wir da jetzt legen werden und so, das ist schon, ich glaube, das wird ziemlich krass werden. So, aber jetzt sind wir hauptsächlich auf der Suche nach schwarzen Edelstein. Ja, wir haben nicht sehr viel Glück gehabt bisher. Also ich hatte gestern auch erst meinen allerersten schwarzen Stein gefunden. Die halbe Gilde hat schon irgendwie sich komplett Blackjam-technisch ja, richtig krass ausgerüstet. Ich habe gestern meinen ersten gefunden. Ne? Und ja, auch beim Skippen sieht es hier gerade ja, semi-gut aus. Jetzt können wir die ganzen Sachen hier wegwerfen. Wir bewahren uns nochmal ein paar gute Ausdauersteine auf, falls es nachher hart auf hart kommt und ich keine Pilze mehr habe. Dann möchte ich wenigstens aktuelle Steine haben. Ja, aber ich will es nicht hoffen. Ich möchte wirklich, ja, ein bisschen Glück haben hier mit den schwarzen Edelsteinen. Ja, will noch nicht so, wie ich das möchte. Das tut echt weh. Das tut verdammt weh. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Pech schon wieder haben hier. Das ist unglaublich. Aber irgendwie begleitet mich das Pech hier ja, weiß ich nicht, den kompletten Server über. Sei es, keine Ahnung, irgendwie Gegenstände am Epic-Event finden. Oder, ja, jetzt mit den Mine-Skippen hier. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, W50 ist irgendwie ein Fluch. Keine Ahnung. Ist ein bisschen... Ah, na, siehst du. Haben wir nochmal einen Blackjam hier. Den dritten jetzt in der Reihe. Ja. Aber ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Für das, was wir jetzt hier reingesteckt haben an Pilzen, ist mir das noch ein bisschen zu wenig. Und klar, die Chance ist jetzt nicht allzu hoch, einen Blackjam zu finden. Ne? Aber, ja, ich sag mal so. Ich wäre jetzt nicht der Erste, der jetzt hier so reingelackt hat. Deswegen, ich weiß ja auch jetzt nicht ganz genau, wie viel Paul jetzt ausgegeben hat an Pilzen. Ich glaube, der hatte mir das reingeschrieben. Ich habe es aber wieder vergessen gehabt, muss ich dazu sagen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Würde mich mal gerne interessieren, falls die Leute aus der Gilde zuschauen und das preisgeben wollen. Wie viel Pilze die ausgegeben haben für komplett Blackjam. Aber wir sind jetzt hier, glaube ich, bei ein bisschen über 2000 Pilzen. Und haben jetzt hier erst 3 Blackjams gefunden. Das ist tatsächlich nicht das, was ich möchte. Es ist schon wieder viel, ja, ist schon wieder viel zu kostenintensiv. Und wenn man mal überlegt, ist es halt wirklich nur ein temporäres Upgrade, ne? Das muss man dazu sagen. Also das sage ich auch nochmal an der Stelle, macht das bitte nicht nach. Es lohnt sich kaum bis fast gar nicht für die Pilze, die man da reinsteckt. Weil, ja, die ganze Gilde ist ja eh noch am Upgraden so. Die Ritterhalle wird immer mehr ausgebaut. Ey, es ist unglaublich. Und, ja, da wird natürlich ordentlich nachgezogen. Das heißt, die Steine werden auch schnell wieder inaktuell werden. Das heißt, es wird sich jetzt nicht so dermaßen lohnen, was ich hier gerade veranstalte. Ne? Ich hatte halt nur gedacht, es ist eigentlich derselbe Fall wie bei Ares so, ne? Ich habe, ja, die Versuche sahen ganz gut aus in den Free Tries, ne? Da können wir mal ein paar Pilze reinstecken und zack, waren 1000 Pilze weg, ja? Und so ist es jetzt gerade hier ähnlich.
man sieht, ja, andere aus der Gilde haben auch das Glück gehabt, sich komplett Blackjam-technisch auszurüsten. Gut, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht den Preis dafür, was der Preis dafür war, aber ja, da denkt man, ja, das könnte man vielleicht auch schaffen, denn, ne? Aber es ist tatsächlich mit ein bisschen mehr Glück verbunden, als ich gedacht hätte. So, ja, und es scheint so, dass wir es nicht schaffen, uns komplett Blackjam-mäßig hier auszurüsten. Für die Pilze, die wir jetzt hier reingesteckt haben. Oh, da haben wir endlich mal wieder einen Blackjam, ja. Einen einzigen Blackjam mal wieder. Das ist ja unglaublich. 4 Stück haben wir jetzt. Also, wie gesagt, es ist absolut nicht gut für die Anzahl, die ich hier reingesteckt habe. Da hätten wir ein bisschen mehr Glück haben können. Ja, ich skippe noch runter bis, weiß ich nicht, ein paar Skips mache ich noch, bis ich so, ja, weiß ich nicht, so, muss ich mir noch einen Boost kaufen hier heute? Ja, gut, dann mache ich noch 2 Skips. 1. Okay. Nochmal ein Blackjam gefunden. Ja, das ist ja nochmal wenigstens ein bisschen was. So, 1, 2, 3, 4, 5 Blackjams haben wir. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 9 Stück brauchen wir. Ist jetzt die Frage, so, wie viel ist es mir wert? Ist es mir jetzt wert, komplett Blackjam-mäßig rumzulaufen und nochmal einen 100er aufzuladen? Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind wieder zurück und haben nochmal einen 100er aufgeladen. Ja, erklärt mich für verrückt, aber ich möchte jetzt komplett Blackjam-mäßig ausgerüstet sein. Und ja, der letzte 100er, den ich hier reingesteckt habe zum Skippen, der wurde ja auch noch zur Hälfte finanziert durch die Spenden, die im Stream reinkamen. Also für den letzten 100er habe ich quasi nur 50 Euro bezahlt. Für den habe ich jetzt 100 bezahlt, also 150 Euro jetzt für 6k Pilze, außerhalb von der 20% Aktion. Das ist auch komplett dumm, macht das bitte nicht nach. Ja, ich mache es jetzt euch vor, damit ihr es nicht nachmachen müsst. Und ja, wie gesagt, ich habe mein Leben lang sparsam gespielt hier in Shakes and Fidget, habe über 8 Jahre ja, Eco-Mode, Shrooming angehabt und ja, habe jetzt einfach mal Bock auf dem Server ein bisschen auszurasten, so gut es mir halt gelingt. Und deswegen möchte ich an diesem Spaß einfach teilhaben. Ja, und deswegen lasst mich bitte. Ja, es wird sicherlich noch in nächster Zeit ein bisschen runtergefahren werden. So hier und da, klar, wird immer mal ein bisschen was kommen, aber ja, nicht mehr so extrem wie zum Start jetzt. Das ist ja für mich immer noch alles Start hier, was darunter läuft. Und ja, wir haben ganz schön Pech, muss ich dazu sagen, was jetzt hier so die ganzen Steine angeht. Ne, die ganzen Blackjams, da müssen wir ein bisschen mehr bezahlen. Aber ja, ist es mir wert. Ich hoffe mal, ja, weiß nicht, im Prinzip ist es ja komplett der stumpfe Content so. Ne? Es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, außer dass wir jetzt die ganze Zeit hier, ja, die Mine skippen hier. Sehr, sehr schade. Ja, vielleicht haben wir nochmal jetzt zum Schluss ein bisschen Glück und bekommen nochmal ein paar in a row. Das wäre ganz cool, ne? Und, jo, genau. So, ansonsten, ja, wie gesagt, zu größeren Events, oh, endlich mal wieder ein. Zu größeren Events wird da ein bisschen mehr reingesteckt. Ist ja auch in Ordnung, wie gesagt. Es ist halt irgendwie, oh ja, jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Glück hier. Es ist mir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist mir nur vermehrt aufgefallen, so in den Kommentaren immer wieder, was unter anderem auch so ein bisschen die Lust mir genommen hat, immer auf Kommentare zu antworten, muss ich dazu sagen. Ja, ihr wisst ja, dass ich früher, ich sag mal so vor vielleicht, ja, weiß ich nicht, so 1, 2 Monaten oder so, da habe ich eigentlich jedem einzelnen Kommentar zurückgeschrieben. Und ein bisschen hat mir das aber die Lust verdorben so in letzter Zeit,
weil da immer mehr Missgunst am Start war an den Kommentaren, sei es durch mein Sponsoring oder generell weiß ich nicht, dieses Nicht-Gönnen und die Leute, die auf Platz 1 sind und Tausende von Euros reinstecken und so und dann als, weiß ich nicht, so stupid hingestellt werden. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, jeder lebt so sein eigenes Leben, ne? Und jeder hat so sein eigenes Maß, was er gerne ausgibt in seinem ja, Hobby, Spiel, was weiß ich, was ihn halt erfüllt, was er gerne macht, so, ne? Und dafür bereit ist, ein bisschen was auszugeben, ne? Und das wird dann immer, ja, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland hier so ist, aber es kommt mir so vor, dass es meistens nur in Deutschland so ist, dass denn da denn diese Missgunst und dieser Neid oder Hass oder was weiß ich, wie ich es nennen soll, ziemlich stark vertreten ist. Und ja, das merkt man dann in den Kommentaren, demzufolge, denn die sind immer meist sehr schnippisch und ja, halt negativ gegenübergestimmt. Und das ist halt auch einer der Gründe, es ist jetzt nicht der Grund, aber es ist einer von vielen kleinen Gründen, wo ich sagen muss, dass ich mich aus den Kommentaren so ein bisschen zurückgezogen habe, was das Antworten und sowas angeht. Und ja, das tut mir natürlich auch leid für alle Leute, die immer sehr liebe, nette, höfliche, schöne Kommentare schreiben. Aber dann behandle ich in dem Falle einfach alle gleich. Ne? Soll jetzt nicht heißen, dass mir das irgendwie die Stimmung vermiest, weiter Videos zu machen. Das nicht. Das werde ich auf jeden Fall immer weitermachen. Aber auf Kommentare werde ich jetzt nicht mehr so einzeln unter dem Video eingehen. Ja, währenddessen wir hier ein bisschen einen kleinen Exkurs gemacht haben, haben wir gleich den nächsten 100er angezündet hier einfach. Ne? Wir brauchen noch einen Edelstein, dann sind wir komplett Black Gem-mäßig ausgerüstet. Ja, und genau. Den letzten möchte ich jetzt auch noch finden. Ganz nettes Nebeneinkommen ist es auf jeden Fall, dass wir ein bisschen Gold jetzt zusammen gecasht haben. Das ist ganz nett. Wir verkaufen jetzt einfach alles hier. Ne? Das ist, ja, ganz okay, sag ich mal. Aber tröstet mich auch, muss ich sagen, relativ wenig für die Pilze, die wir jetzt hier schon wieder ausgegeben haben. Es ist ja einfach unglaublich. Wie viel Pech kann man bitte schön haben? Das ist ja echt krass. Ich hatte, glaube ich, in meiner Guild, im Discord oder so, hatte ich gelesen gehabt, irgendwie, hat jemand 1000 Pilze dafür ausgegeben, sich komplett Black Gem-mäßig auszurüsten. Sehe ich mich jetzt gerade noch nicht so. Wir sind jetzt gerade hier beim ja, ist ja unglaublich. Oh, ich muss das gerade mal Revue passieren lassen. Ich muss das gerade mal jetzt mal kurz verarbeiten. Jemand aus der Gilde hatte geschrieben, dass er für 1000 Pilze sich komplett Black Gem-mäßig ausgerüstet hat. Wir sind jetzt fast bei 6000 Pilzen angelangt und sind noch nicht mal, wir brauchen immer noch einen, damit wir hier Black Gem-mäßig voll am Start sind. Oh, endlich. Oh mein Gott. Alter. Wir haben, glaube ich, 6000 Pilze dafür verbraten, jetzt hier uns komplett schwarze Edelsteine ausrüsten zu können. Oh, warte mal, wir gucken mal, dass wir den besten vielleicht in die Waffe setzen. Haben wir jetzt hier schon den besten verbraten? 292? Ne, 92 ist der beste. Alter, das ist ja unfucking fassbar. Wie kann man so viel Pech haben? Ist ja unglaublich. Gut, wenigstens haben wir das Achievement jetzt. Alter. Ich bin fertig. Ich bin komplett durch. Also das hätte ich nicht gedacht. Dass das so teuer wird, hätte ich niemals im Leben gedacht. Ich meine, wir haben jetzt einen krassen Stat-Boost, ne? Einen sehr, sehr heftigen Stat-Boost haben wir jetzt. Einen unglaublich fetten Stat-Boost. Ja. Das wird, also die Gegner, die nächsten, die fallen, das wird unglaublich krass werden. Ich denke mal, morgen im Video machen wir dann einen kleinen Dungeon-Exkurs. Da werden wir dann ein bisschen durch die Dungeons gehen. Das werden wir heute noch nicht machen. Das hebe ich mir jetzt schön für morgen auf. Ja, weil jetzt lade ich nicht nochmal auf. Gewiss lade ich jetzt nicht nochmal auf. Das könnt ihr vergessen. Und ich werde jetzt ein bisschen, ja,
warten, dass dann, dass wir ein bisschen Pilze durch das Sponsoring wieder bekommen. Dann werden wir ein paar Dungeon Tries machen und dann, werden wir gucken, wo wir nachher am Ende landen. Ich bin sehr gespannt und, was soll ich dazu sagen? Ja, das war mir jetzt persönlich auch ein bisschen zu teuer. Dass das jetzt nochmal 3K geschluckt hat, bis wir jetzt den letzten nochmal gefunden haben, das ist ja unglaublich. Wieder mal baiten lassen, ja, durch die Konkurrenz innerhalb der Gilde, sag ich mal, ne? Grüße gehen raus da an Paul und derjenige, der geschrieben hat, für 1000 Pilze hat er sich Black Gems geholt, komplett 9 Stück. Lief bei mir ein bisschen anders. Ich habe nicht sehr viel Glück auf W50 hier, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, ich habe ja schon alles, denke ich mal, im Video dazu erwähnt. Falls ihr da noch eine andere Meinung habt, könnt ihr die natürlich gerne für euch behalten. Dahingehend möchte ich das nicht unbedingt wissen, ne? Weil jeder sollte so seinen Spielstil haben, wie er das gerne für sich ausmachen kann. Ne? Der eine kann eben ein bisschen mehr in das Spiel investieren, der andere kann es halt nicht, weil er eben noch Schüler ist, weil er noch Azubi ist, weil er lernt oder ja, keine Ahnung, noch vielleicht hier zuschaut und Taschengeld von den Eltern bekommt und so, dann kann man natürlich die wütenden Kommentare verstehen. Aber wenn man jemand ist, der halt fest im Leben steht und jeden Tag zur Arbeit geht, 8 Stunden und daneben dann auch noch ein bisschen was mit YouTube denn dazu verdient, dann am Ende des Tages ist es halt was durch die YouTube-Einnahmen hier wieder reinkommt, was man ins Spiel wieder finanziert. Es ist ja nicht so, dass ich dadurch jetzt mein eigenes Geld angreife. Es ist ja immer noch das YouTube-Geld, was ich dadurch angreife. Und deswegen kann ich noch weniger immer diese Aufregung verstehen. So. Aber wie gesagt, auch an andere Leute, die hier ganz, ganz weit oben mitspielen so und die da kritisch beäugt werden, lasst die Leute einfach spielen. Die Leute haben da Spaß dran, sich gut und aktuell immer auszurüsten, um oben weit mitzuspielen, viele Pilze zu investieren, um gut dazustehen. Ich kann nicht verstehen, warum man das den Leuten nicht gönnt. Ja, außer den Dämonenjäger hier. Dass hier ein Dämonenjäger so weit oben ist, hätte ich nicht gedacht. Gut, das war's aber für das heutige Video. Wie gesagt, morgen gibt es ein paar Dungeon Tries und dann werden wir gucken, wie weit wir kommen werden. Aber das war's soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten war es das soweit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch das Beste. Haut rein und bis zum nächsten Mal.